Stell dir vor, dein Fahrzeug wirft plötzlich eine Fehlermeldung und du hast keine Ahnung, was dahinter steckt. Früher hieß es sofort in die Werkstatt und tief in die Tasche greifen. Doch heute gibt es Möglichkeiten, die Sprache der Autos zu verstehen. Wie das funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Bleib also dran und spare bares Geld. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute für dich ein Thema vorbereitet, das jeden Autofahrer betrifft. Egal, ob man ein älteres Fahrzeug fährt, ein modernes Auto oder einen Youngtimer mit den ersten digitalen Systemen. Jeder hat es schon bestimmt erlebt. Im Cockpit leuchtet plötzlich eine Lampe und man hat keine Ahnung, was los ist. Die erste Reaktion: ab in die Werkstatt. Das kostet aber leider meistens mehr Geld als ein Diagnosegerät, mit dem man den Fehler selber auslesen kann. Aber welches Gerät ist im Hobbybereich das Richtige? Und genau darum geht es heute. Ich erkläre dir den Unterschied zwischen OBD und OBD2 und erzähle dir auch, welche Arten von Diagnosegeräten es gibt. Am Ende werde ich ein Gerät ausprobieren, das ich mir dafür ausgesucht habe. Es bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist deshalb auf jeden Fall empfehlenswert. Viele denken, OBD und OBD2 seien dasselbe. Dabei steckt hinter den beiden Systemen ein großer Unterschied. OBD, also Onboard-Diagnose, entstand in den 80er Jahren. Damals hatte jeder Fahrzeughersteller sein eigenes Diagnosesystem. Jeder Stecker sah anders aus und die Daten, die man auslesen konnte, waren stark begrenzt. OBD diente hauptsächlich der Überwachung der Abgaswerte. Man muss sich das so vorstellen wie verschiedene Dialekte. Jede Marke sprach also eine eigene Sprache und die Werkstätten mussten für jedes Auto ein spezielles Gerät haben. In den 90er Jahren wurde ein Standardsystem OBD2 eingeführt, um das Ganze zu vereinheitlichen. In der EU gilt diese Pflicht für alle Benziner ab 2001 und für Dieselfahrzeuge ab 2004. OBD2 verwendet einen genormten 16-poligen Stecker, der bei fast allen Autos an der gleichen Stelle sitzt, meistens im Fahrerfußraum. Mit OBD2 spricht nun jedes Auto dieselbe Sprache, unabhängig vom Autohersteller. Das bedeutet, dass man nicht nur die Abgaswerte, sondern auch viele andere Motordaten und Sensorwerte auslesen kann. Teilweise sogar Daten aus dem Getriebe und anderen Steuergeräten. Wer also ein Diagnosegerät verwenden möchte, benötigt ein OBD2-kompatibles Gerät. OBD2 ist also ein modernes Standard, das es uns ermöglicht, Fehler im Auto viel einfacher zu erkennen und zu verstehen. Wenn man auf dem Markt nach einem geeigneten Gerät sucht, stellt man fest, es gibt eine sehr große Auswahl von ganz einfachen Geräten, die 10 bis 20 Euro kosten, bis zu Profigeräten, die mehrere hundert oder sogar 1000 Euro kosten. Die billigen Geräte können in der Regel nicht alle Fehler auslesen und nur bedingt bis gar nicht löschen. Sie zeigen oft nur den Code an, manchmal mit einer kurzen Erläuterung. Es ist deshalb leider in den meisten Fällen nicht ausreichend. Wer mehr Funktionen bekommen möchte, ist mit einem Gerät der Mittelklasse deutlich besser bedient. Diese Geräte können zuverlässig Fehler suchen und löschen und können zusätzlich auch Live-Daten anzeigen. Damit kann man zum Beispiel Drehzahlen, Temperaturen oder Sensorwerte in Echtzeit beobachten. Sehr praktisch, wenn man das Auto besser verstehen möchte. Die Profi-Geräte, die man in den Werkstätten benutzt, haben noch mehr Funktionen. Sie ermöglichen nicht nur das Auslesen sämtlicher Steuergeräte, sondern auch Kodierungen, Kalibrierungen und ermöglichen tiefe Eingriffe in das Fahrzeug. Für den Hobbybereich sind solche Geräte allerdings überdimensioniert, kompliziert in der Bedienung und extrem teuer. Nach einer langen Recherche habe ich mich deshalb für ein King-Polen EDIC Elite entschieden. Dieses Gerät bietet für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Schau dir das kleine Gerät mal an. Es ist kompakt, handlich und lässt sich sehr einfach bedienen. Mit ihm kann man Fehlercodes auslesen und löschen, Live-Daten wie Drehzahlen, Temperaturen und sogar die Servicedaten zurücksetzen.
Die Verbindung erfolgt bequem per Bluetooth und dazugehörige App. So kann man direkt alles auf dem Smartphone oder Tablet sehen. Also für einen Hobbynutzer deutlich mehr als ausreichend. Das ist aber noch nicht alles. Weitere Funktionen, die das Gerät bietet, findest du in der Videobeschreibung in dem Produktlink. Jetzt zeige ich dir aber, wie das Gerät in der Praxis funktioniert. Bevor man startet, muss erstmal die App installiert werden. Jetzt ist sie drauf, man öffnet sie und registriert das Diagnosegerät. Die Zugangsdaten befinden sich in der Verpackung. Mein Gerät habe ich bereits registriert, deshalb kann es jetzt losgehen. Also die Diagnosedose suchen und das Gerät anschließen. Jetzt die App starten und dann mit der Diagnose beginnen. Nun wird man nach der Fahrgestellnummer gefragt. Diese kann man automatisch ermitteln lassen oder händisch eingeben. Die Automatik hat in meinem Fall nicht funktioniert, deshalb werde ich sie jetzt eingeben. Und jetzt starten wir den Schnelltest. Die Überprüfung dauert nur ein paar Minuten. In meinem Fall hat er 9 Abweichungen festgestellt. An dieser Stelle kann man einen genauen Bericht aufrufen und beim Bedarf eine PDF erzeugen. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und löschen die Fehler. Wenn es erledigt ist, wird die Diagnose beendet. Eine weitere Funktion, die ich unbedingt zeigen möchte, ist das Zurücksetzen der Servicedaten. Unter Wartungssoftware findet man diese Option. Wie man sieht, habe ich sie schon aktiviert. Hier kann man aber noch weitere Funktionen kostenlos runterladen, wie zum Beispiel diese. Ruckzuck und dann ist auch diese Funktion aktiv. Mein Fazit. Für den normalen Autofahrer, Hobbyschrauber oder jeden, der sein Auto besser verstehen möchte, ist King Bohlen EDIC Elite eine sehr praktische und günstige Lösung. Das Gerät lokalisiert die Fehler, kann sie löschen, setzt die Servicedaten zurück und ist auch sehr hilfreich beim Gebrauchtwarenkauf. Aber das Wichtigste, es spart Geld und Zeit. Du kannst zusätzlich noch mehr sparen, wenn du meinen Rabattcode benutzt und den Produktlink, den ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Dann werden wir uns im nächsten Video sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.